Die Hauptbewaffnung des Altai ist eine 120 mm L55 Glattrohrkanone. Sie wird von der türkischen Firma MKEK gefertigt. Der Autolader ermöglicht 15 Schuss pro Minute. Die maximale Reichweite liegt bei 10 Kilometern. Das moderne computerüberwachte Feuerleitsystem wird von Aselsan Roketsan entwickelt. Es ermöglicht, feindliche Ziele automatisch auszumachen und zu verfolgen. 4. Zusätzlich wird der Altai mit einer Thermalnachtsichtkamera ausgestattet sein. Dies ermöglicht dem Altai, auch nachts zu operieren. Die Sekundärbewaffnung besteht aus einem 12,7 mm Mk6 Maschinengewehr und einem 7,62 mm Mg3 Maschinengewehr. Der Altai wird von einem in Lizenz produzierten MTU-MB 883 K500 Motor angetrieben, der 1103 Kilowatt leistet und den Panzer auf etwa 70 km pro Stunde beschleunigt. Zusätzlich ist eine 294 Kilowatt leistende Gasturbine eingebaut, die für die Stromversorgung der Elektronik sowie der Radar- und Belüftungsanlagen bei abgestelltem Hauptmotor zuständig ist. Der Altai ist mit einer hydropneumatischen Federung ausgestattet. Der Federzylinder jeder Laufrolle kann individuell gesteuert werden, was dem Panzer erlaubt, sich in fast jede Richtung zu neigen. Diese Fähigkeit gibt dem Panzer hervorragende Eigenschaften bei der Fahrt im Gelände. Durch einen mitgeführten faltbaren Tiefwartschacht ist der Altai bis 2,25 Meter Tiefwart fähig. Durch einen längeren Unterwasserfahrschacht ist er bis zu 4,2 Meter Wassertiefe fahrfähig, wobei er komplett unter Wasser verschwindet. Die primäre Panzermunition des K2 ist ein eigens entwickelter verbesserter kinetischer Wolfram-Abs-Penetrator. Für den Angriff auf ungehärtete Ziele kann der K2 eine Mehrzweckrunde mit chemischer Heat-Energie verwenden, ähnlich der USM 830A1 Heat MPT, die gute Offensivfähigkeiten gegen Personal, ungepanzerte und leicht gepanzerte Fahrzeuge am Boden sowie Tiefflug bietet. Hubschrauber. Der K2 kann auf Straßenoberflächen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h fahren. Innerhalb von 8,7 Sekunden von 0 auf 32 km/h beschleunigen und in Geländegeschwindigkeiten von bis zu 52 km/h beibehalten. Es kann auch 60 Grad Hänge und vertikale Hindernisse mit einer Höhe von 1,8 Metern erklimmen. Aufgrund der relativ kompakten Bauweise des Motors konnten die Konstrukteure ein zusätzliches Samsung Techwin Gasturbinentriebwerk in den verbleibenden Abteilraum einbauen. Dieser kann 100 PS, 75 Kilowatt, produzieren und soll als Hilfsaggregat dienen, mit dem der Tank seine Bordsysteme bei ausgeschaltetem Hauptmotor mit Strom versorgen kann. Außerdem kann der Tank im Leerlauf Kraftstoff sparen und die thermischen und akustischen Signaturen des Fahrzeugs minimieren. Der Armee-WRC Panzertyp 99, auch bekannt unter dem Namen ZTZ 99 oder WZ 123, ist dem chinesischen Kampfpanzer im Maßstab 1:16 nachempfunden und überzeugt mit einem vorbildgetreuen Erscheinungsbild. Aufgrund des Antriebs mit Kunststoffketten ist er geländetauglich und dank der zwei starken Motore kann er Steigungen bis zu 30 Grad problemlos bewältigen. Er fährt in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten.
Die Rauch- und Soundfunktion unterstützt unterdessen ein realitätsnahes Feeling. Während der Geschützturm sich um 160 Grad nach rechts und links drehen lässt, kannst du mit der Kanone nach oben und unten zielen. Hier kannst du per Knopfdruck bis zu 100 Plastikkugeln einzeln abfeuern, auch während der Fahrt. Durch die Möglichkeit, 3 verschiedene Frequenzen einzustellen, können bis zu 3 Panzer gleichzeitig fahren und ein Gefecht führen. Der Typ 10 ist mit einer 120 mm Glattrohrkanone L44 mit einem Autolader im Turmheck ausgerüstet. Der Autolader fasst 14 Schuss, weitere Munition wird in der Wanne gelagert. Diese Waffe wird im Inland entwickelt. 5. Die Munition ist jedoch kompatibel mit dem Produkt von Rheinmetall. 6. Für die Kanone sollen neue Abzugsgeschosse entwickelt werden. 1. Als Koaxialwaffe ist ein Maschinengewehr des Kalibers 7,62 x 51 mm NATO eingebaut. Auf dem Turmdach befindet sich noch ein ferngesteuertes Browning M2. Das Periskop des Kommandanten sitzt auf einer Art Turm, um die Rundumsicht zu verbessern. Die Bewaffnung des M1 bestand ursprünglich aus einer 105 mm M68 Kanone mit gezogenem Rohr, die jedoch ab 1984 durch eine Lizenzfertigung der 120 mm Glattrohrkanone von Rheinmetall, die auch in vergleichbaren westlichen Panzern im Einsatz ist, ersetzt wurde. Die Bezeichnung der US-Army für diese Waffe ist M256. Die Hauptwaffe besitzt einen Richtbereich von 360 Grad in der horizontalen und 10 Grad bis plus 20 Grad in der vertikalen. Waffe und Turm sind stabilisiert und werden nach den Vorgaben des stabilisierten Spiegels im Hauptzielfernrohr nachgeführt. Das Schwenken des Turms und das Richten der Waffenanlage erfolgt über einen kombinierten elektrohydraulischen Antrieb, kann im Notfall jedoch auch manuell erfolgen. Das Schwenken des Turms um 360 Grad dauert 9 Sekunden. Der Arbeitsdruck der Hydraulikanlage beträgt 105 bis 119 bar. Zur Vermeidung von ungleichmäßiger Erwärmung bei Wind oder Regen ist das Rohr der Kanone mit einer Wärmeschutzhülle ummantelt. Ein Kollimatorspiegel an der Rohrmündung ermöglicht Korrekturen, um Verwindungen in der Seelenachse des Rohres auszugleichen. Im Laufe mehrerer Jahre bestätigte der Panzer seine Effizienz in vielen Regionen der Welt und wurde eines der gefragtesten Modelle auf dem Waffenmarkt. Zu den Vorteilen des T-90 im Vergleich mit ausländischen Analoga gehören geringes Gewicht und Abmessungen, große Reichweite, die Fähigkeit, Wasserhindernisse zu überwinden, gelenkte Waffen, die Feuerführung mit Lenkraketen aus dem Panzer und das Treffen aus einer Entfernung von bis zu 5000 m aus dem Stand, während der Fahrt, bei Tag und Nacht, sowie ein Komplex optisch-elektronischer Bekämpfung. Zudem ist dieser Panzer billiger als ausländische Analoga. Die Konstruktion von T-90 hat hervorragende technische Entwicklungen, eine originelle Zusammensetzung mit Besatzung aus 3 Personen und einem Ladegerät im wenigsten anfechtbaren Teil des Panzers, ein 125 mm Artilleriesystem, die für russische Panzer traditionelle niedrige Silhouette, ein geringes Gewicht und einen wartungsarmen Dieselantrieb.
Die Sensorausstattung des Le-Class entspricht dem modernsten Stand der Technik, annähernd die Hälfte der Herstellungskosten entfällt darauf. Die gesamte Waffen- und Feuerleitanlage ist digital vernetzt. Kommandant und Richtschütze können über Monitore ständig auf alle Werte wie zum Beispiel Zielentfernung, eigene Position, Geschwindigkeit oder Wetter zugreifen. Alle Hauptbedienteile der Turmbesatzung sind redundant ausgelegt, um einen Totalausfall bei Beschädigung zu verhindern. Das Feuerleitsystem ermöglicht, 6 Ziele innerhalb von 35 Sekunden zu bekämpfen, wobei durch das Le-Class Gefechtsfeldsystem kein Ziel zweimal vom Zug bekämpft wird. Ein durchschnittlicher Bekämpfungsvorgang dauert zwischen 5 und 6 Sekunden mit einer Erstschusstrefferwahrscheinlichkeit von 95%. Der Challenger wurde durch einen 12-Zylinder-Dieselmotor mit Wasserkühlung und Turboaufladung angetrieben. Das Triebwerk mit 26,1 L Hubraum entwickelte eine Leistung von 1200 PS bei einer Drehzahl von 2300 Minuten. Der Motor, das Getriebe und der Kühler waren in einem Block zusammengefasst, was den Austausch des gesamten Moduls in weniger als einer Stunde möglich machte. Trotz des im Vergleich zu seinem Vorgänger um 7 Tonnen gestiegenen Gewichts wurde die Beweglichkeit des Panzers erheblich verbessert. Die offizielle Höchstgeschwindigkeit wird mit 56 km pro Stunde angegeben, unter günstigen Bedingungen konnte das Fahrzeug jedoch auch Geschwindigkeiten von über 70 km pro Stunde erreichen. Der Amata ist mit einer 2A82 bis 1M 125 mm Glattrohrkanone zum Abfeuern von gelenkten und ungelenkten Geschossen bewaffnet und kann 40 Schuss, davon 32 im automatischen Lader mitführen. Für die Sekundärwaffe, ein 7,62 mm PKTM Maschinengewehr in einer ferngesteuerten Waffenstation, steht ein Munitionsvorrat von 2000 Schuss bereit. Das Fahrzeug wird von turboaufgeladenen 2V12 bis 3A Multifuel-Dieselmotor in X-Bauweise mit 1100 Kilowatt angetrieben, der zur Vereinfachung der Bedienung durch den Fahrer ein sogenanntes roboterartiges mechanisches Getriebe besitzt. Damit die Besatzung auch bei Außentemperaturen von bis zu 70 Grad im Inneren des Panzers einen kühlen Kopf behält, erhält der Leopard 2A7 eine Klimaanlage. Sie kühlt auch die Elektronik und die Munition. Die Energieversorgung leistet ein 17 Kilowatt Hilfsaggregat, dadurch bleibt die Elektronik des Panzers auch bei ausgeschaltetem Triebwerk voll funktionsfähig. So ist der Panzer nicht auf sein Haupttriebwerk angewiesen und kann im Stand Kraftstoff sparen. Zusätzlich wurde die Brandunterdrückungsanlage im Kampfraum erneuert. Neue Nachtsichtgeräte und Wärmebildkameras sorgen für mehr Durchblick bei der vierköpfigen Crew. Wenn Sie weitere Inhalte dieser Art sehen möchten, vergessen Sie bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung zu aktivieren.